Hallo, willkommen zurück zu Nagarjuna Nummer 3. Wir sind jetzt bei Kapitel 14 und das nennt sich Japa-Takpa. Japa-Takpa. Ihr kennt Takpa, denn das heißt Pariksha. Pariksha bedeutet eine Untersuchung, also ist jedes dieser Kapitel eine separate Untersuchung. Es ist, als ob Nagarjuna die Polizei wäre oder ein Detektiv und er ermittelt gegen verschiedene Leute, verschiedene Dinge im Universum. Und dieses hier heißt Japa-Takpa. Er untersucht, ob etwas anderes berühren kann. Takpa. Kann etwas Kontakt mit etwas anderem aufnehmen. Wir haben die ganze Zeit darüber geredet, aber hier ist ein ganzes Kapitel dem gewidmet. Kann etwas anderes berühren? Übrigens, wenn es nicht etwas anderes berühren kann, dann stellt das die Kausalität selbst in Frage. Wenn man Benzin in ein Auto gibt, aber der Motor das Gas nicht berühren kann, was treibt dann das Auto an? Los geht's mit der ersten Strophe. Wir wissen, dass wir auf Folgendes aufpassen müssen. Möglicherweise könnte das der andere Typ sein, aber ich werde es euch leicht machen und sage euch, dass die erste Strophe hier wir sind. Die ersten beiden Strophen sind wir. Los geht's. Gibt es einen Kontakt zwischen meiner Nase und dem Taschentuch? Er wird also eine schwierige Art der Berührung diskutieren. Wenn ich Rebecca ansehe, in diesem Moment, Rebecca ist die Taja, die Angeschaute, das Ding, das ich anschaue. Tawa bedeutet das Schauen und Tawapo bin ich, der Schauende. Diese drei. Nehmen Sie jemals Kontakt auf? Welche Art von Kontakt, Geshe-la? Tun es diese zwei oder diese zwei, um Kontakt herzustellen? Das bedeutet Nini Dank. Stellen Sie Doppelkontakt her oder bedeutet, dass sich die drei jemals berühren. Wir haben also einige verschiedene Möglichkeiten, richtig? Geshe-la, Betrachter. Rebecca, Angeschaute. Und dann das Verb anschauen. Berühren diese sich jemals? Und berühren sich zwei von ihnen? Berührt Geshe-la das Schauen oder berührt das Schauen Rebecca oder berührt Geshe-la Rebecca irgendwie? Findet da irgendeine Berührung zwischen den dreien statt? Irgendeine Kombination von Berührungen? Und dann übertragen wir es auf eure negativen Emotionen. Denn das ist ein großer Teil der buddhistischen Praxis. Wenn du etwas so unbedingt willst, dass du bereit bist, jemanden zu verletzen, um es zu bekommen, dann gibt es den Wollenden, es gibt das Wollen und es gibt das, was man will. Berühren sie sich jemals? Oder berührt sich irgendeine Kombination von ihnen? Er fängt also mit etwas Harmlosem wie Schauen an und dann geht er über zu negativen Emotionen. Jemanden zu hassen oder etwas stark genug zu wollen, um es zu stehlen. Chapa-Chawa. Und dann sagt er, übrigens, man muss hier über die Zeilen lesen, sonst wird man es nicht verstehen. Das heißt, und dann lass uns über all die anderen Geistesgifte reden. Wir haben Verlangen oder Begehren hier abgedeckt, Begehrender, Begehrter und das Begehren. Und dann muss man über die Zeilen lesen. Der Rest von diesen. Dann wollen wir mal, apropos, KJ bedeutet im Abhidharma hier bedeutet es die Sinne. Wir haben also über das Sehen gesprochen, aber was ist mit dem Hören, dem Riechen, dem Schmecken, dem Fühlen? Berührt der Fühler oder Fühlende jemals das Objekt, das er fühlt? Oder berührt deine Eifersucht jemals das, worauf du eifersüchtig bist? Also lass uns über all diese Dinge reden. Ich habe hier ein Bild von einer Dame.
wenn du Geld willst, und dann sage ich immer, genug, um jemand zu verletzen, um es zu bekommen. Ich sage, du kannst das Geld nicht berühren. Wenn du unbedingt Geld willst, dass du jemand anderem dafür wehtun wirst, sage ich, du kannst dieses Geld nicht berühren. Du wirst das Geld nie berühren. Man muss darüber nachdenken. Wenn man Geld anfassen, kann man Geld anfassen, wenn man es verschenken will? Ja, vielleicht. Kann man Geld anfassen, wenn man es stehlen will? Niemals. Wir werden hier gleich etwas Sanskrit lernen. Sansarga. Das ist nicht Samsara, es ist Sansarga. Das bedeutet berühren, Kontakt herstellen. Es hat zwei Teile, San oder Sam und Sarga. Für sich genommen Sam in Kombination mit S ändert es sich in San. Die Aussprache ändert sich zu San, Sansarga. Also San bedeutet zusammen. Es kommt von Sam. Das ändert sich zu Ko, wie in Komitee oder Konvention, zusammenkommen oder sich versammeln, zusammensenden, Komitee. Das Kom ist also einfach, was ist das Sarga? Es kommt von Shri, das ist eine Sanskrit-Wurzel, das bedeutet zusammenrücken oder aufeinander zugehen. Oder surge, strömen, da haben wir das Verb im Englischen, Sansarga. Im Indogermanischen, das auch eine Art altes Sanskrit ist, fällt das S weg und dieses surge wird zu reg. Und es bedeutet regeln oder über etwas herrschen oder der richtige Right-Weg. Es bedeutet also gerade, sich gerade ausbewegen. An sich bedeutet surge sich hinbewegen. San bedeutet, die beiden Dinge bewegen sich zusammen und sie berühren sich. Das ist also Sansarga. Ist es möglich, dass die Dinge jemals aufeinander zuströmen? Sansarga. Ja oder nein? Nächste Strophe. Shenda shendu chegyurna kangshir ta ja la sok la shende yapa mayimba deche chepa mingiro. Hier nun unser Kommentar zum Berühren. Wenn zwei Dinge, die voneinander verschieden sind, sich gegenseitig berühren können, frage ich dich, kann dein Auge dein Sehen berühren? Kann dein Auge, kann der Seher Kontakt mit dem Sehenden aufnehmen? Wenn nicht, kann der Seher nicht sehen. Wenn der Seher das Sehen nicht berühren kann, wenn der Seher niemals Kontakt mit dem Sehen aufnimmt, dann müssen Sie zum Beispiel riechen. Nehmen Sie denn jemals Kontakt auf? Ja. Berührt der Seher, das Auge, jemals das Sehen? Das muss es. Berührt das Sehen jemals Rebekka? Es muss. Aber wenn sie sich berühren, dann müssen sie getrennt sein. Und wenn sie getrennt sind, gibt es sie nicht. Oder es gibt so etwas wie das andere nicht. Dass Geshe-la nicht anders sein kann als Rebekka, wenn Geshe-la Rebekka sehen kann. Sie können nicht verschieden sein. Daher gibt es kein Sansarga. Was bedeutet das nun? Die Dinge berühren sich nie. Wenn ich meine Augen öffne, ist es nicht das Öffnen meiner Augen, das mich Rebekka sehen lässt. Es ist etwas anderes, das passiert. Was passiert? Samen öffnen sich in Geshe-las Geist und Geshe-la sieht Rebekka. In der Nur-Geist-Schule ist sie nie außerhalb meines Geistes. Ich schaue mir nur Bilder in meinem eigenen Kopf an. Aber in den höheren Schulen ist sie da draußen. Sie ist eine eigenständige Person. Aber der Grund, warum ich sie als getrennt von mir sehe, ist, dass sich Samen in meinem Geist öffnen, aufgrund derer ich sie als getrennt von mir sehe. Und es ist nicht so, dass mein Auge sie sieht. Es liegt nicht daran, dass mein Auge Kontakt aufnimmt.
Das Thema meines nächsten Bildes ist, Dinge, die nicht existieren können, können sich nicht gegenseitig berühren. Ein selbst existierendes Auge kann kein selbst existierendes Sehen berühren, um eine selbst existierende Rebecca zu erreichen. Du kannst keinen Kontakt haben, man kann keinen Krieg zwischen diesen beiden Kaninchen mit Hörnern haben. Und das ist das klassische buddhistische Beispiel für etwas, das unmöglich ist. Im Westen nennt man das einen Wolpertinger, Schakalope, Jack Kaninchen, Antilope oder so ähnlich. Versuch also dir zwei Dinge vorzustellen, die es nicht gibt, die sich gegenseitig berühren und dann hast du das richtige Bild. In Ordnung, nächste Strophe. Fangen wir damit an, denn das ist schon schwierig. Daja Lasso. Jetzt hatten wir 3 Elemente im Akt, als Geshe-la Rebecca sah. Da war die Gesehene, das ist Rebecca. Da ist der Seher, das ist Geshe-la. Und dann gibt es das Sehen zwischen den beiden. Nun wollen wir sie einzeln betrachten. Er sagt Bashik. Nehmen wir einfach Rebecca ohne das Sehen und ohne dass Geshe-la schaut. Sie kann nicht als getrennt aufgefasst werden, weil sie allein ist. Habt ihr das verstanden? Das ist ein bisschen knifflig. Lass uns Geshe-la vergessen. Vergiss das Schauen. Lass uns einfach über Rebecca reden. Nun, welche Art von Beziehungen haben wir da? Nun, 0. Denn etwas muss anders sein, um eine Beziehung zu haben. Eine Person kann keine Beziehung mit genau der gleichen Person haben, denn es gibt nur eine. Also streich diese eine. Nagarjuna sagt, das ist einfach. Nimm eins der 3 Elemente des Sehens, Seher, Sehen und Gesehenes, und behandle nur eines von ihnen. Bashik, gesehen. Kann es eine Beziehung haben? Nein, darüber brauchen wir nicht zu reden. Nun, dann lass uns reden. Lass uns über 2 von ihnen reden, die im selben Raum sitzen, Geshe-la und Rebecca. Also dann könnten sie nicht etwas anderes sein. Sie können nicht etwas anderes sein, wenn sie nur eine Sache sind. Und sie können nicht etwas anderes sein, wenn sie nicht eine Sache sind. Das ist Nagarjuna. Wenn sie nicht eine Sache sind, können sie nicht etwas anderes sein, denn für dich bedeutet etwas anderes da draußen von sich aus. Das ist alles. Das musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen. Aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre wirklich clever, eine Kirsche zu haben, die sie selbst ist, aber gleichzeitig etwas anderes. Schau, es ist schwer, Bilder wie diese zu finden. Ihr seid Zeugen, ich habe eine gewisse Selbstkontrolle. Okay, nächste Strophe. Das ist sehr schwierig. Lass es uns Zeile für Zeile durchgehen. Andere sind andere im Verhältnis zu anderen. Andere sind andere im Verhältnis zu anderen. Das ist in Ordnung. Und er benutzt das klassische Beispiel von einem Wasserkrug und einem Stoffballen. Man könnte sagen, ein Auto und ein Kühlschrank. Lass uns das benutzen. Wenn du sagst, ein Auto ist anders als ein Kühlschrank, wird der Unterschied festgestellt, indem man beide zusammen betrachtet. Ein Auto kann nur anders sein als ein Kühlschrank, wenn man das andere Ding sieht, das da ist, bevor man entscheidet, dass es anders ist. Man muss dort 2 Dinge haben. Wenn es kein Auto gäbe, könnte man den Kühlschrank nicht anders nennen als es muss noch etwas anderes geben. Alles, was etwas relativ zu etwas anderem ist, könnte nie anders sein als das. Nichts
das anders ist als etwas anderes im Vergleich, könnte als etwas anderes bezeichnet werden, selbst existierend. Nichts, das etwas anderes ist im Vergleich zu etwas, ein Kühlschrank ist etwas anderes als ein Auto, aber man kann ihn nicht als an und für sich anders nennen. Sobald du in die Abhängigkeit gerätst, auch wenn du nicht über Abhängigkeit von geistigen Samen sprichst, bist du bereits dabei, die Tatsache, dass etwas selbst existent sein könnte, durcheinander zu bringen. Sobald man sagt, dass etwas von etwas anderem abhängt, ist man schon fast raus aus dem Bereich der Selbstexistenz. Das Wort abhängiges Entstehen oder Entstehen in Abhängigkeit, sobald man zum Vergleich kommt oder eine Sache von einer anderen abhängt, ist es schwierig zu behaupten, dass sie beide selbstexistent sind und in und aus sich selbst existieren. Okay, keiner ist groß, wenn groß und klein verglichen werden. Das ist ein bisschen knifflig. Normalerweise, hast du das Bild? Normalerweise würde man sagen, das junge Mädchen ist klein im Vergleich zu ihrer Mutter oder ihrer Schwester. Ich denke, es ist ihre Mutter. Normalerweise würdest du sagen, sie ist klein im Vergleich zu ihrer Mutter. Normalerweise würdest du das sagen. Und Nagarjuna sagt, wenn die Mutter groß ist, wenn du die Mutter nur groß nennen kannst im Vergleich zu ihrer Tochter, dann ist sie nicht groß. Nochmal, wenn du die Mutter nur groß nennen kannst im Vergleich zu ihrer kleinen Tochter, dann können wir nicht wirklich sagen, dass die Mutter groß ist. Habt ihr das? Wirklich sagen bedeutet an und für sich, das heißt selbstexistent. Ist sie groß? Ich weiß es nicht. Ist sie groß im Vergleich zu ihrer Tochter? Ja. Dann ist sie nicht groß. Wenn sie nur groß ist in Bezug auf etwas anderes, dann ist sie nicht an sich groß. Verstanden? Das ist einfach, oder? Wir haben eine Strophe verstanden. Wohin gehst du danach, Nagarjuna? Wenn ein Auto sich von einem Kühlschrank an und für sich unterscheidet, ist in diesem Fall etwas, das nicht anders ist, anders geworden. Wenn ein Auto nur ein Auto relativ zu einem Kühlschrank ist, dann ist ein Auto, das anders ist, nicht anders. Shenmepar bedeutet hier das, was kein anderes hat. Das, was kein anderes hat, heißt die Mutter allein, die große Mutter allein. Wenn die Mutter groß wäre, Shenmepar, ohne das Mädchen in ihrer Nähe, dann wäre sie nicht groß. Wäre die Mutter groß im Vergleich zur Tochter, wäre sie nicht groß, weil sie an sich nicht groß ist. Sie ist nur im Vergleich groß. Na gut. Eine Kaffeetasse ist nicht anders als ein Paar Jeans. Ich habe versucht, diese Dame zu bekommen. Ich habe versucht, eine Frau zu finden, die trinkt, jemand, der Kaffee trinkt und Jeans trägt. Ist die Kaffeetasse die Jeans? Nein. Ist die Kaffeetasse anders als die Jeans? Nur wenn die Jeans da ist. Ja, nur wenn die Jeans da sind, was bedeutet, dass sie nicht von sich aus anders ist. Sie ist nicht wirklich anders, weil sie nur im Vergleich anders ist. Ist Kaffee anders als Jeans? Ja. Warum? Weil wenn man die Kaffeetasse ansieht, du siehst, dass sie nicht aussieht wie die Jeans, richtig? Dann ist dieser Unterschied von etwas anderem abhängig. Und das ist nicht Teil der Kaffeetasse. Okay? Irgendwo trifft das auf Rassismus zu, glaube ich. Nächste Strophe.
Next verse. Sheni shenla yomayin. Shen mayin baang yomayin. Sheni yeba mayina. Shena deni yomayin. Etwas anderes sein ist nicht Teil von etwas, das anders ist. Anderssein ist nicht Teil des Andersseins. Das Anderssein ist nicht Teil von etwas anderem. Noch ist dieses andere ein anderes. Wenn es kein anderes gibt, was allgemeines Anderssein ist, Anderssein als Konzept, Sheni wird als Anderssein behandelt. Wenn es so etwas wie Anderssein nicht gibt, dann gibt es kein anderes und anderes im Sinne von ein und dasselbe im Vergleich. Wenn es kein Anderssein an sich gibt, dann kann es kein Anderssein im Vergleich geben. Wenn es keinen Begriff von Andersartigkeit gibt, dann kann man nicht Andersartigkeit im Vergleich haben. Denn das ist es, was für das Konzept der Andersartigkeit gilt. Andersartigkeit ist im Vergleich. Wenn Anderssein im Vergleich real wäre, bräuchte man es nicht mit etwas anderem zu vergleichen. Wenn etwas nur etwas ist durch den Vergleich mit etwas anderem, dann ist es nicht wirklich dieses Ding. Es ist teilweise das andere Ding. Deshalb ist die Idee der Andersartigkeit fragwürdig. Ich habe ein Bild hier. Sind Sie anders oder sind Sie dasselbe? Sind Sie anders oder sind Sie dasselbe? Wer fragt das? Was ist das für ein Bild? Es ist eine Ente mit einer Gans und einem Huhn. Sind sie anders oder sind sie dasselbe? Im Vergleich zueinander sind sie anders, aber sie sind alle Geflügel. Ist das ein Bild der gleichen Dinge oder ist das ein Bild von verschiedenen Dingen? Hängt davon ab, womit man es vergleicht, genau. Wie auch immer, ich dachte, es wäre ein nettes Beispiel. In Ordnung, machen wir weiter. Wenn man über zwei Dinge spricht, die sich berühren, ist es so, dass ein Ding mit sich selbst Kontakt aufnimmt. Kann Rebecca mit Rebecca Kontakt aufnehmen? Nein, kann sie nicht, richtig? Wir sprechen über das Sehen von Michael, Akt des Sehens, Rebecca dort drüben, die gesehen wird. Kann Rebecca mit Rebecca Kontakt aufnehmen? Nein, kann sie nicht, weil sie dasselbe Ding ist. Sie müssen unterschiedlich sein, um Kontakt herzustellen. Ein Ding, das es selbst ist, kann nicht mit sich selbst in Kontakt treten und ein Ding, das anders ist, kann auch keinen Kontakt mit etwas anderem aufnehmen. Das ist die Strophe. Die erste Hälfte ist einfach. Rebecca kann sich nicht selbst kontaktieren, aber sie kann auch keinen Kontakt zu Geshe-la aufnehmen, der anders ist. Und warum? Wenn sie anders wären, könnten sie nicht wirklich Kontakt aufnehmen, weil es keinen gemeinsamen Punkt geben kann, denn an diesem Punkt, den sie teilen, wären sie identisch. Wirklich anders zu sein bedeutet keinen Kontakt, niemals. Wenn wir einen Kontaktpunkt teilen, dann sind wir nicht wirklich unterschiedlich. Wir überschneiden uns irgendwie. Es ist mir nicht möglich, sie zu berühren, Kontakt herzustellen. Wir denken es, aber das ist ein Samen, der sich in unserem Geist öffnet. Aber eigentlich können sich die beiden physischen Dinge nicht berühren. Es ist unmöglich. Und du weißt, in der Mathematik ist es möglich, denn der Punkt ist theoretisch. Es ist nur eine Idee. Es gibt keine Breite für einen Punkt. Aber in der Realität müsste es einen Kontaktpunkt geben, der eine Breite hat. Und dann wäre das eine bestimmte Art von Millimetern. Aber wenn man die Hälfte dieses Millimeters nimmt, könnte es dann immer noch einen Kontakt geben? Und dann gehst du für immer so weiter.
Nächste Strophe. Next verse. Te Shinwa bedeutet berühren. Das Shinwa richtig Tim Ing, ING, berühren, und im Akt des Berührens existieren die Berührung und der Berührende nicht. Das ist Nagarjunas nächste Aussage. Ich mag die Erklärungen von Johnny Lama. Ich werde nicht Johnny Lama mit euch machen, weil das 20 Jahre dauern würde, aber in diesem Fall ist es irgendwie süß. Also lass uns Johnny Lama lesen. Wenn die Dinge an und für sich Kontakt aufnehmen, wenn zwei Dinge in Kontakt kommen, stellt jeder Teil der zwei Dinge Kontakt her oder stellt nur ein Teil der zwei Dinge Kontakt her? Erstens, wenn Geshe-la Kontakt mit Rebekka aufgenommen hat, wäre es dann so, dass jeder Teil von Geshe-la Kontakt mit Rebekka aufnimmt? Oder nehmen nur einige Teile von Geshe-la Kontakt mit Rebekka auf? Welches trifft zu? Das zweite, weil ich nicht, wenn alle Teile von mir Kontakt haben mit allen Teilen von ihr, würde ich in ihrem Körper sein und wir hätten genau die gleiche Größe und so. Also, es ist natürlich zu sagen, Geshe-la, wenn du jemals Kontakt mit Rebekka aufnimmst, wenn du dieses Ellenbogending machst, dann ist es nur die Spitze deines Ellbogens und die Spitze ihres Ellbogens. Wenn es so ist, dass jeder Teil von Geshe-la mit jedem Teil von Rebekka Kontakt aufnimmt, dann wären sie untrennbar miteinander vermischt. Nun, wenn es nur ein Teil von Geshe-la ist, der nur einen Teil von Rebekka berührt, wenn du sagst, es ist nur ein Teil von Geshe-la, der mit Rebekka Kontakt aufnimmt, dann ist die Idee des Kontakts zerstört. Warum? Weil es dann einen Punkt geben müsste, an dem wir gleich wären. Ein Teil von Michael müsste ein Teil von Rebekka sein, wenn es einen Kontakt gäbe. Und dann wären es nicht zwei verschiedene Leute, die Kontakt aufnehmen. Er verdeutlicht den Ursprungstext, indem er sagt, für das zweite Che, das erste Che ist in Ordnung, berührend, und dann fügt unser Autor Ed zum zweiten, berührt, hinzu, und dann kann der Berührer an und für sich nicht existieren. Wenn sie es täten, könnten sie sich nicht berühren. Nun, der Teil, der mir gefällt, warum ich euch Johnny Lama vorlese, ist seine letzte Aussage hier, die sehr hilfreich ist, weil wir Hilfe brauchen, richtig? Also Nagarjuna, was ist dein Rangluk? Was bedeutet das? Ja, was ist deine Position, Nagarjuna? Weißt du, du hast gerade 1000-mal gesagt, was falsch ist. Kannst du uns sagen, was deine Position ist? Was er nicht tut. Das ist nicht seine Gewohnheit. Aber Johnny Lama legt ihm Worte in den Mund. Er sagt, nominell, nur in Worten, ja. Kann eine Mutter ihr Kind berühren? Feuer kann Brennholz berühren. Und man kann Milch und Wasser zusammenmischen. Übrigens, das Bild vom Vermischen von Milch und Wasser ist im Buddhismus berühmt. Wisst ihr noch warum? Ja, die Trennung der ultimativen Realität von der relativen Realität. Man sagt, es gibt eine Tradition im alten Asien, dass Enten, wenn man Wasser und Milch zusammenmischt in einem Glas und es einer Gans oder einer Ente anbietet, können sie die Milch trinken und das Wasser drin lassen. Also sagen sie, das ist einfacher, als die Leere aus der relativen Realität herauszuholen. Wie auch immer, kann man Wasser und Milch mischen? Kann ein Feuer ein Stück Holz verbrennen? Kann eine Mutter ihr Kind berühren?
Wir sagen, gibt es einen Tipicha, gibt es einen Kontaktpunkt. Wir sagen de. Jetzt bin ich Nagarjuna, de. Aber nur nominell, nur in Worten. Was bedeutet das? Mingde Chaksam. Mingde Chaksam. Worte heißt hier nicht Worte. Worte bedeutet mentale Bilder. In Bildern. Die Bilder können sich treffen, das ist okay. Die Bilder können sich treffen, aber in der Realität draußen treffen sie sich nie. Also hier nagelt er es fest. Okay, Chone Lama. Tepezo. Willst du wissen, wie sie Kontakt aufnehmen? Wenn du dich wirklich damit beschäftigst, Milniet, kannst du es nicht finden. Wenn du dich einfach entspannst und Rebekkas Hände schüttelst, okay, das ist in Ordnung, du hast sie berührt, belassen wir es dabei. Wie wird das genannt? Dakmin. Grab nicht, wühl nicht darin. Wenn du ihre Hand schütteln willst, schüttle ihre Hand. Okay, gib ihr die Hand, mach einen Vertrag, juhu. Nun, aber wenn du dich wirklich damit beschäftigst, habt ihr euch nie die Hand gegeben. Daher gilt der Vertrag nicht, richtig? So in etwa. Also wenn man sich wirklich damit befasst, Mata Machepa bedeutet, wenn du einfach durch den Alltag gehst, sprich deine Medizin-Buddha-Mantras. Weißt du, jemandem wird geholfen, das ist okay, grab nicht zu tief. Aber wenn du wirklich nachforschst, berührt das Mantra nie den Krebs. Was ist hier wirklich los? Das ist, wenn man über die Bilder hinaus fragt. Wenn du im Bereich der Bilder bleibst, ist alles in Ordnung, das ergibt Sinn. Wenn du versuchst, es ohne mentale Bilder zu erklären, kann das Mantra nicht funktionieren. Wir haben das Kapitel beendet. Juhu! Wir haben das Kapitel über Sansarga beendet. Was bedeutet Sansarga? Zusammenkommen. Ja, zusammenkommen und Kontakt aufnehmen. Man kann mit anderen Dingen Kontakt aufnehmen, aber das geschieht nur durch mentale Bilder und nicht wirklich außerhalb. Das Bild, das ich für dieses letzte hatte, war übrigens eine Kreuzung. Ist es möglich, dass sich Geshe-la irgendwie mit Rebekka überschneidet? Ja, wenn man nicht zu genau hinsieht. In Ordnung. Bis zum nächsten Kapitel.